und willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin in dem Bunker steht, von dem aus das Darknet operiert. Oder zumindest meinte das der Typ, der mir gerade mit einer Guy Fawkes Maske gegenüber sitzt und das Darknet nach peinlichen Bildern von mir durchsucht. Seien es Bilder davon, wie ich als Kabelträger bei Peter Bond und dem Glücksrad arbeitete oder als Kabelträger bei Peter Bond in seinen Pornos. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf Cyberkriminalität. Natürlich können wir heute nicht auf alle Arten der Cyberkriminalität eingehen. Seien es DDoS-Attacken, wo unzählige Anfragen einer Seite die Server überlasten, oder Sony einfach eine Konsole rausbringt, um damit die Seiten von Amazon, Mediamarkt und Saturn in die Knie zwingt. Oder Spam-Mails, gerne von nigerianischen Königen. Und Nigeria, bekomm deinen Scheiß endlich mal auf die Reihe. Kein Land braucht 500 Könige, macht das wie wir. Wir haben 20 Reichsbürgerkönige und die Hohenzollern. Das reicht an Inzucht für mehrere Generationen, sowohl bei den Hohenzollern als auch bei den verfickten inzuchtgebeutelten Hohenzollern. Oder Identitätsdiebstahl, der sogar noch einfacher geht über die Jobbörse der Agentur für Arbeit. Einfach ein Jobangebot bei denen einstellen und schon versorgt einen die Agentur für Arbeit persönlich mit allen relevanten, personenbezogenen Daten von Jobsuchenden, mit denen man Identitäten stehlen kann. Aber eine der größten Cyberattacken der letzten Zeit war diese in den USA. Hacker hatten am Freitag das Leitungsnetz lahmgelegt, um Geld zu erpressen, wie sie selbst sagten. Die US-Behörden gehen von einer russischen Hackergruppe aus. Bilder diverser Tankstellen an der Ostküste der USA. Panikkäufe. Die Verbraucherschutzbehörde sieht sich zur Warnung veranlasst. Bitte kein Benzin in Plastiktüten abfüllen. Immer gut noch einmal darauf hinzuweisen, dass man Benzin nicht in Plastiktüten horten sollte, sondern umweltfreundlich in Jutebeutel. Eine Ransomware, wie hier bei der Pipeline, wird meistens aus Versehen aus dem Internet oder aus einem Anhang heruntergeladen und nutzen Sicherheitslücken im E-Mail-Programm oder im Betriebssystem, um komplette Systeme dann zu kapern. Und seit den ersten Tagen des Internets gibt es auch schon Cyberkriminalität mit Ransomware. So hatten kaum Winton Cerf und Robert Kahn 1973 eine frühe Version von TCP, dem Ur-Internet-Protokoll, entwickelt. Da sperrte schon Winton Cerf mit der ersten Ransomware Robert Kahn aus und drohte dessen Frau, alle privaten Schmuddelbilder von Robert zu schicken. Halt nur nicht per E-Mail, das gab es noch nicht, sondern per Post. Ausgedruckt auf einem Nadeldrucker, auf dem selbst Bilder von Janet Jameson aussahen wie Mutter Beimer. Aber Robert Kahn wehrte sich mit einer eigenen Ransomware und sperrte wiederum nun auch Winton Cerf aus, weswegen das Internet 20 Jahre für alle auf der Welt gesperrt war. Bis AOL sich einfach über die Ransomware beider installierte und damit die kommerziell erfolgreichste Ransomware der Welt der 1990er wurde. Dabei ist die Ransomware nur die Spitze auf den Eisberg der Schadsoftware. Dazu gehören ebenfalls Trojaner, Spy-Software und auch die sogenannte Scareware. Bei der verschicken Hacker E-Mails mit Bildern von zum Beispiel Jens Spahn, wie dem hier, wo er sich dich nackig vorstellt, und hoffen damit dem User so viel Angst zu machen, dass er nicht etwa wie jeder andere sofort zur Fackel und Mistgabel greift, sondern aus Angst vor Jens Spahn Anti-Spahn-Software herunterlädt, die jedoch nur ein Mittel ist, um auf den kompletten Computer zuzugreifen. Dabei haben gerade die Ransomware, wie die bei der US-Pipeline eingesetzt wurden, seit einigen Jahren Hochkonjunktur. Zum einen finden sich immer Lücken im IT-System, denn gerade viele große Firmen unterschätzen die Gefahr von Cyberattacken selbst noch heute. Und zum anderen geht die größte Gefahr meistens nicht einmal von außen aus, sondern von innen. Nämlich von unbedachten Mitarbeitern, die jede fremde Mail mit Anhang sofort öffnen, weil dahinter ein Katzenvideo sein soll. Und kein Katzenvideo ist es wert, um damit die eigene IT-Infrastruktur zu sprengen. Auch das hier nicht, obwohl die Katze echt niedlich ist. Oder das hier, der Hamster wiederum hier, dafür lohnt es sich sogar, die Ransomware selber zu installieren. Aber nicht für diese Katze hier, denn das hier ist nicht nur ein niedlicher Couchtiger, sondern das ist die Katze von Wladimir Putin,
Wladimir Putin. Nur werden Cyberangriffe nicht etwa weniger, weil Hacker endlich mit dem Lösegeld eine PS5 kaufen konnten, sondern mehr. Deutlich mehr. Die Cyberangriffe würden insgesamt professioneller, so das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Nach Angaben der Unternehmen waren von Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage und Sabotage im Jahr 2015 51% betroffen, 75%. Der jährliche Gesamtschaden durch Cyberdelikte liegt deutschlandweit laut Bitkom bei mehr als 100 Milliarden Euro. Wobei ein staatliches Cyberabwehrzentrum erst einmal cool klingt. Aber Hacker haben so die Angewohnheit, ihre Attacken selten schon vorher bei Facebook anzukündigen. Und ich glaube, dass ein deutscher Beamter eines Cyberabwehrzentrums nicht jedes Mal seinen Neffen oder Enkel fragen möchte, wenn er wieder einmal vergessen hat, wie man sich ins Darknet einwählt oder den Rechner überhaupt starten kann. Aber auch wenn Unternehmen wie Banken viel Geld in die Hand nehmen, um eine sichere IT-Struktur zu gewährleisten, machen und können das andere eben nicht. Andere, wie zum Beispiel Krankenhäuser, die weder das Geld noch das notwendige Fachpersonal dafür haben. Und dann passiert ganz schnell so etwas. Februar 2016. Das Lukas-Krankenhaus in Neuss. Ein Computervirus infizierte die Klinik-IT. 4 Wochen lang herrschte Notfallbetrieb. Eine sogenannte Ransomware nahm digitale Daten als Geiseln. Die Hacker forderten Lösegeld. In 3 Schichten kämpften IT-Spezialisten gegen das Virus. Die Folgen des Virus: digitale Patientendaten waren unlesbar und das Labor war lahmgelegt. Geschätzter Schaden fast 1 Million Euro. Und das ist nicht nur schrecklich, sondern auch nur die Spitze des Eisberges. Alleine in den USA hat es während der Corona-Krise wohlgemerkt unzählige erfolgreiche Cyberattacken auf Krankenhäuser gegeben, bei denen die meisten Krankenhäuser bezahlt haben, um wieder an ihre Daten heranzukommen, weil sie keine andere Chance hatten, um ihr Krankenhaus wieder zum Lauf zu bringen und die Menschen zu versorgen. Denn wer sollte ihnen helfen? Donald Trump, der hier noch einmal zeigt, wie viele Stellen sein Passwort hat und er sichtlich bemüht ist, sich an das eine Zeichen gerade zu erinnern. Es ist sein F, wie seine Abschlussnote bei der Trump University bei seinem Bachelor-Thema Zeugs. Aber nicht nur Script-Kiddies versuchen mit Ransomware einen schnellen Bitcoin zu machen, sondern immer häufiger ist Cyberkriminalität auch politisch motiviert. Sei es wie bei der US-Wahl 2016, bei der im Vorfeld russische Hacker nicht nur den Server der Demokratischen Partei gehackt hatten, um dann deren Daten bei WikiLeaks zu veröffentlichen, sondern auch mit gezielter Falschinformation Meinungen versuchten zu manipulieren. Also sprichwörtlich die Köpfe mancher zu hacken. Oder als 2014 Sony gehackt wurde von, und ich weiß, wie verrückt das klingt, nordkoreanischen Hackern, die es scheinbar geschafft haben, ihren Abakus internetfähig zu machen. Dabei ging es den nordkoreanischen Hackern darum, die Veröffentlichung des Films The Interview mit Seth Rogen und James Franco zu verhindern. Was an sich schon mal nicht falsch gewesen wäre, weil der Film echt scheiße war. Aber in diesem Film ging es um einen Mordkomplott der CIA, bei dem Kim Jong-un getötet werden sollte. Und um das zu verhindern, gab es den Hack. Und wer kann sich nicht an Rockys Kampf im 4. Teil gegen Ivan Drago 1985 erinnern, weswegen die Sowjetunion nachträglich die Olympischen Spiele von 1984 in Los Angeles boykottierten und nur deswegen die deutsche Wiedervereinigung vertagt wurde auf 1989. Und auch wieder nur, weil es damals einfach keinen guten Song für die Wiedervereinigung gab, denn weder die Scorpions noch David Hasselhoff kamen dabei aus dem Pushen. Jedoch gehören nicht nur russische oder nordkoreanische Hacker zu den Bösen, sondern auch die USA und oder Israel, wie dieser Hackangriff aus dem Iran zeigt. Im Herbst 2010 entdecken Sicherheitsforscher den Computerwurm Stuxnet. Mehrere 100.000 Computer in aller Welt befällt der Virus, die meisten davon im Iran. Und hier stört er die Motorsteuerung der Zentrifugen, mit denen Iran in seiner Atomanlage Natanz Uran anreichert. Fast 1000 Zentrifugen werden so zerstört. 15–30% der Urananreicherungskapazität des Landes. Heute geht man von einer gezielten Attacke aus Israel und oder den USA aus. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, ob das Stören von Zentrifugen so sinnvoll ist. Sind das nur Zentrifugen, die in einem Labor nachts von den Labormäusen benutzt werden, um auch mal etwas Spaß zu haben, wäre das in Ordnung, die zu überhitzen.
Aber bei Zentrifugen, die mit Uran zu tun haben, könnte das dann eher in einem Fallout enden. Und da bringt einem auch der eventuell erpresste Bitcoin nicht mehr so viel. Denn wenn uns die Corona-Krise eins gelehrt hat, dann ist der König des Wastelands, der das meiste vierlagige Toilettenpapier hat und nicht wer virtuell irgendwo ein Wallet voller Bitcoins besitzt. Für Staaten wie die USA, Russland, China und auch Nordkorea hat sich der zumeist ideologische Krieg weit weg verlagert vom Säbelrasseln auf den Schlachtfeldern da draußen hin zu den virtuellen Schlachtfeldern, auf denen keine Regeln gelten. Zumindest solange man nicht selber dabei erwischt wird. Und selbst dann war es nur ein Heiko in irgendeinem Keller. Verfickter Heiko wieder mal. Aber auch für uns, die wir immer mehr online unterwegs sind, ist die Cyberkriminalität jeden Tag eine größere Gefahr. Denn für einen Hacker sind die meisten von uns leichte Beute. Jeden Tag werden alleine um die 350.000 neue Malware-Programme nur für Windows geschrieben. Allerdings meistens nur von Script-Kiddies, sodass deren Programme selbst vom verfickten Internet Explorer schon geblockt werden. Aber ein Betriebssystem ist wie ein Immunsystem. Tragen wir zum Beispiel während einer der größten Pandemien unsere Masken nur als Kindwindeln, wie diese Miss Reichsbürgerin 2020 und leider 2022 an einer ominösen Lungenkrankheit verstorbene, gerade an Orten, wo sich viele vollkommen fremde Leute gesellen, wie in der U-Bahn oder im Bus. Dann ermöglichen wir es jedem Virus, durch unsere Nase reinzukommen. So wie wenn man Anhänge von unbekannten E-Mail-Adressen einfach öffnet oder USB-Sticks, die man draußen gefunden hat, an den Firmenrechner steckt. Was wir aber definitiv machen müssen, ist mehr Geld und Wissen in die vorhandenen IT-Sicherheiten zu stecken. Gerade bei Einrichtungen wie Krankenhäuser, die dem Bund oder den Bundesländern gehören, haben Hacks fatale Folgen für uns alle. Oder noch schlimmere bei Cyberangriffen auf Ampelsysteme oder Kraftwerke. Denn auch dort sind wir aktuell immer noch genauso angreifbar, als würden deren Firewalls auch nur eine Kinnwindel tragen. Und das ist gerade 2021 noch erschreckender. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!